Du hast Probleme mit deinem Amazon KDP-Cover und bist auf der Suche nach kostenfreien Möglichkeiten, die dir dabei helfen, dieses Cover erstellen zu können? Ich bin Matthias, in diesem Video soll es genau um diese Problematik gehen. Ich möchte dir 2 Webseiten vorstellen, die dir erstens dabei helfen, dein Template zu bekommen und zweitens dabei helfen, dieses Template nutzbar zu machen, um so dein erstes individuelles Cover für Amazon KDP erstellen zu können. Wir sehen uns nach dem Intro wieder. Viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir mit dem Video starten, 2 kleine Tipps am Anfang. Der erste Tipp: Solltest du ein Buch im Bereich Non-Fiction, also Ratgeber, Selbsthilfebuch veröffentlichen, würde ich dir immer raten, einen professionellen Designer heranzuziehen. Mach die Cover nicht selber, sondern hol dir einen professionellen Designer, der dir dein Cover erstellt. Der zweite Tipp: Wenn du im Bereich Low- und No-Content unterwegs bist bei Amazon KDP, das heißt Tagebücher, Notizbücher, Organizer oder Trackers. Mach die Cover zuerst selber, damit du mit diesem ganzen Prozess vertraut wirst. Wie komme ich an meine Templates, auf was kommt es bei der Covererstellung an? Wenn du aber dieses Business durchziehen möchtest, professioneller aufziehen möchtest und vor allem zum Wachsen bringen möchtest, ist es im späteren Verlauf unabdingbar, dass du auch an professionelle Coverdesigner herantrittst. Diese 2 Tipps am Anfang, jetzt starten wir mit dem Video. Wie dir sicher in der Einleitung aufgefallen ist, habe ich bereits die erste Webseite geöffnet. Diese Website hilft uns dabei, unser Cover-Template zu erstellen. Dieses Cover-Template gibt uns quasi die Dimensionen des Covers an, also die Länge, die Breite und vor allem die Dimensionen des Buchrückens. Diese definieren in Summe dann, wie groß unser Cover sein soll. Die Website ist relativ simpel aufgebaut und komplett kostenfrei. Was du am Anfang auf jeden Fall bereithalten musst, sind erstens die Maße deines Buches, also zum Beispiel 6 x 9 Inches oder speziell im amerikanischen Buchmarkt 8,5 x 11 Inches. Diese Dimensionen sollten dir auf jeden Fall bekannt sein. Des Weiteren sollte dir bekannt sein, wie lang dein Buch ist, also wie viele Seiten dein Buch hat. Hat dein Buch 100 Seiten, 120 Seiten oder mehr Seiten? Diese 2 Informationen sind auf jeden Fall wichtig, damit diese Website dir dabei hilft, dein Template zu erstellen. Schauen wir uns die Website mal an. Ich schaue, dass ich es so simpel wie möglich halte, damit du quasi schnell folgen kannst, diese Website für dich nutzen kannst. So, wir befinden uns hier auf der Internetseite booko.com. Zuerst klicken wir hier auf KDP, Cover Template Generator. Hier ist relativ viel Text, der uns erstmal nicht interessiert. Uns interessiert hier unten, für welche Printversion wir dieses Template erstellen. Also handelt es sich um ein Paperback, Taschenbuch oder um die gebundene Ausgabe, die Hardcover-Version. Falls du beides veröffentlichst, hake hier einfach beide Kästchen an. Solltest du nur für ein Taschenbuch dein Cover benötigen, klickst du nur das Taschenbuchkästchen an. Solltest du nur für das Hardcover ein Template benötigen, klickst du dieses Kästchen an. In unserem einfachen Beispiel machen wir nur die Taschenbuch-Variante und markieren deshalb dieses Kästchen. Dann geht es weiter mit dem ersten Maß. Deswegen habe ich dir vorher gesagt, halte die Maße bereit. Wir konzentrieren uns jetzt auf ein Standardformat 6 x 9 Inches. Das heißt, die erste Maßeinheit, die wir hier einstellen, ist 6. Ja, wichtig, hier wird immer in Inches gemessen. Und die zweite Maßeinheit ist 9. Hier haben wir dann den Page Count, also die Anzahl der Seiten. Wir sehen es hier in diesem Beispiel, die Anzahl der Seiten definiert, wie dick hier unser Buchrücken wird. Natürlich macht es Sinn, dass bei einem 50-seitigen Buch der Buchrücken extrem dünn ist, bei einem 300-seitigen Buch extrem dick. Diese Dimensionen, also die Breite dieses Rückens, definiert dann die Breite des gesamten Templates. Deshalb solltest du auf jeden Fall dein Interior, also dein Innenleben des Buches schon fertig haben. Wir nehmen jetzt wieder die Standardgröße an, 120 Seiten, tippen die hier ein und sind fertig. Wenn wir quasi die Anzahl der Seiten eingetippt haben, finden wir hier unten ein paar Informationen, die uns nicht interessieren. Hier wird quasi nochmal abgefragt, okay, ihr möchtet die Datei als PDF, als PNG, also als Bilddatei haben oder etwa als andere Dateien.
Wir nutzen hier PDF und PNG, was ausgegraut ist und deshalb nicht änderbar ist. Dann haben wir unten die E-Mail-Adresse, an die uns quasi dieses Template in diesen 2 Formaten gesendet wird. Ich habe jetzt hier beispielhaft die maxmustermann@gmail.com eingegeben. Ihr tragt dort natürlich eure eigene E-Mail-Adresse ein. Dann habt ihr hier unten diesen Haken, der quasi erlaubt, euch diese E-Mail zuzusenden. Und wenn ihr diese Eingaben gemacht habt, drückt ihr auf diesen Button E-Mail Cover Template. Wichtig. Wenn ihr diesen Button drückt, öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster. Dieses hat am Anfang auch Verwirrung gestiftet, vor allem bei mir, weil ich dachte, ich muss jetzt für dieses Template etwas bezahlen. Die erste Zeile wird dabei relativ leicht übersehen, maybe next time. Ja, das heißt, ihr klickt diese Zeile an, damit dieses Template kostenfrei an eure E-Mail-Adresse geschickt wird und klickt dann auf Continue. Wenn ihr nun die E-Mail mit eurem Template erhalten habt, könnt ihr diese PDF-Datei oder PNG-Datei ganz einfach downloaden und abspeichern. In meinem Explorer sieht man jetzt, dass ich diese Datei einmal geöffnet habe und ihr seht quasi die fertige Template-Vorlage für euer Buchcover-Design. Wir sehen hier die Dimensionen des Buchs in Inches, nochmal in Millimeter übersetzt und die Anzahl der Seiten. Dieses Cover nutzen wir jetzt, downloaden es und gehen jetzt auf die zweite Plattform Canva. Hier nutzen wir quasi unser Template und laden es einmal in die Cloud von Canva hoch. Hierzu nehmt ihr einfach die Datei, die euch per E-Mail geschickt wurde. Ihr habt die ja sicherlich in einem Ordner oder auf dem Desktop abgespeichert. Diese PDF-Datei nehmt ihr und fügt diese quasi per Drag and Drop in Canva ein. Ihr seht, hier steht jetzt plus kopieren, einfach loslassen und die PDF-Datei wird dann quasi in Canva hochgeladen. So, der Upload-Prozess ist nun beendet. Ihr seht hier in Designs eure hochgeladene PDF-Datei, die mit einem Mausklick einmal öffnen. Jetzt habt ihr quasi das Template über Book.O für euch konfiguriert, per E-Mail bekommen, als PDF-Datei oder PNG-Datei. Diese Datei abgespeichert und per Drag and Drop auf die Plattform canva.com hochgeladen. Und jetzt könnt ihr quasi frei euer erstes Amazon KDP Cover erstellen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen. Ich hoffe, die Tipps könnt ihr anwenden, um so euer erstes Amazon KDP Cover zu erstellen. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen möchtet, lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da, liked dieses Video, teilt mir eure Meinung in den Kommentaren mit. In diesem Sinne, ich bin Matthias, wir sehen uns im nächsten Video wieder.